Sie erwarten Besuch, können aber nichts anbieten und wollen sich jetzt Ihren Pelz nicht mehr schmutzig machen? Dann benötigen Sie Bergkuchen. Denn Bergkuchen schmeckt alt und jung, Frau und Mann, und Ihre Freunde werden begeistert sein. Jeder Kuchen wird nach traditioneller Handwerkskunst der Bergkuchen Kuchen GmbH Bäckermeister zubereitet. Und so steckt in jedem eine extra Portion Liebe des jeweiligen Bäckermeisters. Das schmeckt! Bergkuchen Kuchen GmbH Kuchen, wohl eine der besten Kuchen der Welt. Und das weltweit. Also, warum erst lange suchen? Kauft doch gleich Bergkuchen. Infos unter bergkuchen.de. Sehr geehrte Besucher, wir weisen Sie darauf hin, dass wir es Ihnen untersagen, den folgenden Film in Bild oder Ton aufzuzeichnen. Es lohnt sich auch nicht. Ach, übrigens, wir würden es begrüßen, wenn Sie Ihr Handy während dieser Vorführung ausschalten. Dankeschön. Eine der interessantesten Eigenschaften der Menschen ist, sich selbst immer als Mittelpunkt der Welt zu sehen. Das geht oft über alle vorstellbaren Maße hinaus. Und dann schert man sich einen Dreck darum, wie es den anderen geht. Warum sich auch mit den Problemen der anderen auseinandersetzen? Es sei denn, es könnten die eigenen werden. Wenn man sich das vor Augen hält, natürlich mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass es nicht auf alle zutrifft, ist das keine gute Ausgangssituation für die Menschen, die sich in Gefahr, Not oder dem königlichen Express befinden. Jeder ist sich selbst am nächsten. Wenn man nun davon ausgeht, es handelt sich bei den Personen, die Sie nun kennenlernen werden, um den Typ, sagen wir mal, egozentrisch, und diese geraten in eine Situation, in der Ehrlichkeit vonnöten wäre, werden diese Personen sich wohl nicht wahrhaft ehrlich äußern. Was könnte schlimmstenfalls schon passieren? Also wenn Sie glauben, es gibt wahre Authentizität, belehre ich Sie gern eines Besseren. Nichts ist hier echt. Aber warum sich die Mühe machen, Wahres zu zeigen, wenn man sein ganzes Leben auch inszenieren kann? Das ist bequem und man ist, wenn man gerne sein möchte. Meinetwegen kommen wir immer zu spät. Weißt du, Schatz, seitdem wir geheiratet haben, ist deine Liebe zu mir erkaltet. Du hast bereits mein Geld. Jetzt willst du auch noch mein Mitgefühl für deine Unzufriedenheit. Aus wahrer Liebe heiraten mag schön und gut sein, aber wenn man die Liebe vorher nicht auf die Probe gestellt hat, kann es sein, dass es nichts wird. Warum nicht einfach weiterlieben? Ein sicherer Hafen der Ehe ist immerhin noch besser als ein Trennungsdrama. Aus dem Bauch heraus zu heiraten war das Schönste, was ich je getan habe. Doch leider war es der Falsche. Aber immerhin liebe ich ihn noch. Vor allem sein Geld und seinen Charme. Und insbesondere, dass er immer Ja sagt. Einen Drink bitte. Sehr gerne, Sir. Ehrlichkeit ist ein Luxus, den sich die meisten nicht leisten können. Würden Sie Ihrem Bekannten ehrlich sagen, dass der Anzug, den er gerade am Traualtar trägt, schrecklich aussieht?
dass er die Frau nicht heiraten soll, oder gar, dass eine Illusion, die wir Liebe nennen, gar nicht existent ist? Wohl nicht. Aber trösten Sie sich, es ist immer Ihr Verschulden. Wenn Sie nichts sagen und alles klappt, sind Sie aus dem Schneider. Jede andere denkbare Möglichkeit führt zu einer Teilschuld. Und um dieser Teilschuld zu entgehen, ist es notwendig, nur die eigene Wahrheit zu akzeptieren. Wladimir, alter Freund. Wie geht's dir? Ausgezeichnet. Du freust dich doch bestimmt schon, meine Frau wiederzusehen. Aber natürlich, Madame Lafleur. Wie schön Sie noch sind. Sie lassen einen Mann wie mir, der die Kälte gewöhnt ist, immer noch das Blut in den Adern gefrieren. Wie recht er doch hat. Es freut mich. Die Wahrheit ist eine Sache, die man nicht immer ausleben sollte. Wahre Mordgelüste zum Beispiel. Man passt seine Wahrheit immer den jeweiligen Gegebenheiten an. Da muss man flexibel sein und mit der Zeit gehen. Wenn eine Situation es erfordert, kann man eine Lüge so verinnerlichen, dass man denkt, es wäre die Wirklichkeit und damit ist es keine Lüge mehr. Und man ist ehrlich. Tag! Nicht besonders viel los hier. Ist ja auch kein Wunder, kostet eine ganze Stange Geld für eine Reise, die weder schön noch der Rede wert wäre. Neureich. Sie müssen die Reise als Ziel sehen, nicht das Ziel als Reise. Entspannen Sie sich, lassen Sie sich hier verwöhnen. Denken Sie an Ihre Kindheit, da waren Sie doch auch entspannt. Oder an die Zeit vor meiner Ehe. Sie meinen also die Reise als Ziel sehen. Eine Reise ohne Ziel ist nicht die meine. Jeder Mensch braucht ein Ziel, nicht wahr? Sehr gut, das Zeug. Was ist das? Tanqueray Gin, Rum und ein fantastischer französischer Likör. Ich mache Ihnen den besten Wodka, den Sie jemals probiert haben. Ikrivtschenkov, mein Name. Sehr gut, das Zeug. Und was machen Sie, wenn ich fragen darf? Neureich. Vermutlich Fabrikant? Schuhe? Leider nein. Obwohl Schuhe schon immer eine Leidenschaft von mir waren, weil sie untrennbar mit schönen Frauen verbunden sind. Ich habe einige Gewächshäuser. Ich züchte Zierbambus. Aber erzählen Sie das mal jemandem. Ist nicht gerade, dass man ausgelacht werden würde, aber auf Verständnis zu hoffen braucht man auch nicht. Ist das Kleid schön? Na, das Kleid sieht gut aus, aber an dir? Nun ja, ich sag die Wahrheit. Nur nicht die ganze. Gemüse. Sehr solide. Wir haben entfernt damit zu tun. Eventuell kennen Sie uns Lafleur. Wir importieren und exportieren. In der Tat ist mir Ihr Name bekannt. Wenn man mit dem Osten Europas in dieser Zeit Handel betreiben möchte, kommt man um Ihren Namen nicht herum. Wir haben vor kurzem beschlossen, das Ruder selbst in die Hand zu nehmen. Kuchen. Gute Kuchen. Großartige Kuchen. Also, ich glaube, es wäre wohl nicht besonders spektakulär, Ihnen weiteres über diese suffisant illustre Gesellschaft zu berichten. Gäbe es da nicht etwas, das all diese Menschen, bewusst und unbewusst, vereinen würde? Stirb stilvoll.
Sie planen Ihre nächste Reise? Warum nicht mit dem Königlichen Express? Denn hier reisen Sie komfortabel und in angenehmen Ambiente. Mit diskretem und zuvorkommendem Personal, das Ihnen eine Auswahl exquisiter Getränke bereitstellt. Ob zu zweit oder allein, Sie werden begeistert sein! Auch anderer Genuss kommt bei uns nicht zu kurz. Sie werden begeistert sein! Und wieder ein Fahrgast glücklich gemacht. Ja, wir sind uns für nichts zu schade. Sie werden sich rundum wohlfühlen. Das ist der Königliche Express. Wir bringen Sie zu allen Destinationen. Natürlich First Class. Königlicher Express. Immer die beste Verbindung. Sollte eine so schöne Dame wie Sie nicht beim Essen sitzen, anstatt hier zu lesen? Wie Sie vorhin so schön erwähnten, ziellos Reisen ist auch nicht mein Fall. Würden wir jetzt alle sterben, so wüsste ich wenigstens, wer Samuel Edward Ratchet ermordet hat. Sie haben nicht sehr viele Freunde, oder? Ich kann es mir jedenfalls nicht vorstellen. Haben Sie denn wahre Freunde? Eine ausgezeichnete Küche für ein Zugrestaurant. Nicht so gut wie letztes Jahr, nicht wahr, Schatz? Wie recht du doch hast. Weißt du noch, als wir uns kennenlernten? Ich war jung und hatte nichts anderes zu geben, außer meiner Liebe. Ja, du warst ein Augenschmaus. Sind Sie immer noch? Ich stand auf der Bühne und sang unser Lied. Sie hatten ein Lied schon bevor Sie sich kannten? Ich nehme an, es wurde dann zu Ihrem Lied. Würden wir jetzt alle sterben, so hätte auch ich beinahe mein Ziel erreicht. Was ist da los? Wladimir, alter Freund, da ist sicherlich nur eine Kuh auf den Gleisen. Für den Preis, den ich gezahlt habe, erwarte ich, dass sämtliche Kühe von den Gleisen entfernt werden, bevor der Zug losfährt. Was ist passiert? Oh, sag mir, was kann ich tun, damit uns nichts Schlimmes widerfährt? Nicht schon wieder. Welche Macht des Schicksals hat uns hier zusammengebracht und diesen Unfall verursacht? Was machen Sie da? Stören Sie mich nicht, ich muss mich konzentrieren. Was macht sie da? Sie beschwört einen Stein? Was wird heute noch geschehen? Werden wir uns noch lange lebend ansehen? Oh, du Kugeln der Kugeln hier, sprich zu mir. Warum muss es sich so schrecklich reimen? Das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Das ist ihre magische Zauberkugel. Für wahr? Die Kugel hat es mir gesagt. Wir stehen. In der Tat. Erstaunlich. Ja, das Wissen der Kugel ist ungemein. Sie kann mir alles verraten. Es ist ein Stein. Sie sehen die Kugel nicht. Sie ist tief in ihrem Innern. Es ist ihre Seele. Ihre äußere Gestalt mag darüber nichts verraten, aber es ist eine Kugel, so wie jeder von ihnen. Niemand erkennt sie auf den ersten Blick. Erst wenn man sich mit ihnen beschäftigt, erfährt man, wer sie wirklich sind. Nicht wahr? Und kann Ihnen die Kugel auch Dinge erzählen, die nicht bereits geschehen sind? Zum Beispiel, warum
Wir stehen. Die Kugel verriet mir, wir werden es gleich erfahren. Und wieder hat die Kugel recht gehabt. Erstaunlich. Hallo? Mhm. Danke, Hank. Ein Defekt an der Lokomotive hat die Notbremsung verursacht. Wir bitten dies zu entschuldigen. Deshalb wird sich die Weiterfahrt kurzzeitig verzögern. Wie lange? Ich werde erwartet? Ja. Von gierigen Verkäufern, die dir für deinen Schuhtick viel Geld abluchsen möchten. Mein Geld. Unser Geld. Und was beschwerst du dich eigentlich? Jeder Mann wäre froh, derart viel Zeit mit sich selbst verbringen zu können. Ich habe wenigstens ein Hobby. Sie mit ihren Klumpfüßen. Weiß denn jetzt irgendjemand, wo wir Wissen sind? Sie denn, wo wir uns ungefähr befinden? Der Uhrzeit zufolge müssten wir uns circa 500 Kilometer vom Zielort befinden. Ich meine, die Gegend lässt ja nicht besonders viele Anhaltspunkte zu. Besonders nicht in der Nacht. Das ist unerhört. Erinnern Sie sich an Ihre Kindheit. Entspannen Sie sich. Die Reise ist das Ziel. Es lässt sich nicht vermeiden. Jedoch werde ich Ihnen den Aufenthalt so angenehm wie möglich machen. Kann man Ihnen helfen? Ich suche meine Kopfschmerztabletten. Ich spüre meine Migräne. Ich werde sie wohl in meinem Abteil gelassen haben. Ich kann meine Kugel befragen, wo sich ihre Tabletten befinden. Großartige Idee. Seien Sie nicht so skeptisch. Dort, wo ich herkomme, schenkt man schamanistischen Methoden viel Glauben. Es wird etwas Wahres dran sein. Arbeiten eure Schamanen auch mit altem Mauerwerk? Schließlich wusste die Kugel ja, dass wir erfahren werden, warum wir stehen. Ich hätte gerne einen Drink. Darf ich den anderen Herrschaften auch etwas anbieten? Ich werde in mein Abteil gehen und mich frisch machen. Sicherlich werde ich dort auch meine Tabletten wiederfinden. Ich werde Ihnen folgen. Durch den außerplanmäßigen Halt ist es vonnöten, dass ich neue Gläser organisiere. Entschuldigen Sie mich. Ich werde mich jetzt fertig machen. Ist alles in Ordnung? Was ihr die Kugel wohl gesagt haben mag? Womöglich, dass du eine deiner Waffen verloren hast. Alles an seinem Platz. Ich reise heute mit leichtem Gepäck. Ich auch. Dann muss die magische Kugel wohl gedacht haben, sie soll mir für meine Ehe ein Zeichen schicken. Oha, dann haben wir Gesellschaft.
Der Schmierige? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mich als Agent so auffällig verhalten würde. Agent? Wieso Agent? Wer könnte sonst hinter uns her sein? Da fallen mir auf Anhieb eine ganze Menge Menschen ein. Weil du nie etwas zu Ende bringen kannst, immer diese Bestechungen. Sie bringen uns nur in weitere Schwierigkeiten. Lieber die einfache Methode. Keine Zeugen, keine Überlebenden. In der Pampa, in der du aufgewachsen bist, funktioniert das eventuell. Aber ich kann hier nicht einfach jeden Tag einen Menschen verschwinden lassen. Du musst immer daran denken, jeder Mensch, den du einfach so verschwinden... Ja, könnte ein potenzieller Neukunde sein. Wir sollten Plakate drucken lassen. Sag ich doch, offensives Marketing. Offensichtlicher Schwachsinn. Also, warum ein Agent? Neider. Sie sind überall. Jede Regierung will unsere Ideen haben, will sie weiterentwickeln. Du bist wahnsinnig. Aber ist zu auffällig, meintest du? Wie verhält sich denn ein Agent? Unauffällig. Und wie verhält man sich unauffällig? Schau mich an. Ich führe eine unauffällige Ehe. Seit der Emanzipation kenne ich in unseren Kreisen keine andere Ehe, die nicht den gleichen Status wie die meine hat. Eventuell hat Herr Heinrich VIII. Doch recht. Ab mit dem Kopf? Ab mit dem Kopf, verbannen oder mit ihrem Mauerwerk erschlagen. Wir verfügen über Verbindungen für all diese Möglichkeiten. Nachdem wir hier noch ein bisschen festhängen, genehmigen Sie sich doch einen. Zu gnädig, Sir. Aber ich trinke nicht. Vielen Dank. Na, dann eben nicht. Was sagen Sie zu diesem Mordfall? Der Bärenmord. Sie haben den Täter verurteilt. Du weißt schon, Herr Tote Bär. Der PR-Manager der Kuchenfirma, der ein einziges Mal in einem Bärenkostüm aufgetreten ist, als alle anderen wegen Krankheit absagen mussten. Ihre Kuchenfirma? Ach, Pappelapapp, das ist doch vollkommen egal. Ein toter Mann in einem Bärenkostüm, von einer Brücke gestoßen und ertrunken. Passiert. Und 50 Meter weiter ein Gasleck und eine Wohnung geht in Flammen auf. Gut möglich. Das hatte doch nichts mit der Sache zu tun. Wahrscheinlich. Sehr interessant. Einmal nicht aufgepasst und das führte zur... Explosion! Aber Sie kannten ja das Opfer. Ja, schließlich war er ja Ihr... Die Kugel hat es mir gesagt. Es wird etwas Schreckliches passieren. Was denn, Liebes? Was auch passiert, ich möchte, dass du weißt, dass ich dich liebe. Das ist lieb von dir. Wie romantisch. Ist es das wirklich? Wenn man erst in größter Not zu dem zurückfindet, was einen einst vereint hat? Wie bitte? Habe ich mal irgendwo gehört. Was für ein Lärm. Die Kugel hat mir schreckliche Dinge vorhergesagt. Und wir können sie nicht aufhalten. Oh nein! Jetzt hören Sie auf, diesen Aberglauben auch noch zu unterstützen. Was hat Ihnen die Kugel gesagt? Was wird geschehen? Etwas Schreckliches. Noch schrecklicher als das? Ich denke, ich bringe sie in unser Abteil. Wir sollten uns für das Abendessen frisch machen. Mit einem Eimer Wasser. Einen Eimer Wasser? Haben Sie kein Bad in Ihrem Abteil? Ich kann Ihnen meins anbieten. Ihr habt doch ein Bad? Ja, haben wir. Wofür benötigt ihr dann einen Eimer Wasser? Haben Sie einen Eimer in Ihrem Abteil?
Suchen Sie die hier? Erich, ja. Wo haben Sie die gefunden? Nicht ich habe sie gefunden. Daniel Lafleur hat sie unter einem Sessel gefunden, zusammen mit der magischen Zaubermurmel. Sie hätten mich ruhig warnen können, dass es nicht nur ein Haufen Verdächtiger ist, sondern dass es sich um eine Gruppe ausgesuchter, Irrer handelt. Das ist die Oberschicht. Ich meine, was erwarten Sie? Die haben so viel Geld, die langweilen sich ziemlich schnell. Tja. Und Sie leben somit Ihre Exzentrizität in vollen Zügen aus. Bitte sehr. Oder verrennen sich in dem Glauben, eine Kugel, die in einem Stein ist, könnte die Zukunft vorhersagen. Haben Sie schon etwas herausgefunden? Nichts, das Sie für die Entlassung Ihres Bruders verwenden können. Diese Lafleur, die weiß was. Lars hat sie vor Ort gesehen. Sie hat ein Alibi. Igorivtschenkov und ihr Mann haben beide ausgesagt, sie wäre mit ihm zusammen gewesen. Da steht die Aussage ihres Bruders Lars gegen die 2 bekannter Geschäftsleute und eine High Society Lady. Ja, aber die lügen doch. Ich meine, so ein Gesicht. Das vergisst man doch nicht. Haben Sie gesehen, wie viele Schuhkoffer sie in den Gepäckwagen hat einladen lassen? Ich bezweifle, dass noch etwas im Kopf ist, außer ihren Schuhen. Ja. Wahrscheinlich hat die Zauberkuh ihr gesagt, dass der Weltfrieden und das Seelenheil in Schuhen zu finden ist. Man könnte sie durchaus als kompliziert betrachten. Ich werde es schon irgendwie schaffen, mich ihr zu nähern. Wissen Sie, was dieser Stopp zu bedeuten hat? Ein Defekt an der Lokomotive. Passiert das oft? Irgendwas ist doch immer kaputt. Ich meine, wir sind ja schließlich nicht der Orient Express. Ja, und normalerweise stoppen wir nicht so abrupt, aber ich bin mir ziemlich sicher, Hank wird es schaffen, uns zur nächsten Zivilisation zu bringen. Wer ist Hank? Der Lokomotivführer? Aber was gedenken Sie denn jetzt zu tun? Abwarten. Ich glaube, ich verzichte auf den Hauptgang und gehe gleich zum Dessert über. Du weißt doch, ich denke nicht, dass wir das wirklich... Wo ist Madame? Sie benötigt noch etwas und kommt dann nach. Wir könnten den Umsatz um 10% steigern, wenn wir mehr investieren würden. Das ist zu riskant. Wenn wir uns verschätzen, haben wir 500.000 verloren. Aber bedenke die Rendite. Mit steigendem Risiko wächst auch der Gewinn. Ich bin da eher für konservativere Strategien. Ich will nichts verlieren. Es läuft doch so ganz gut. Warum sollten wir etwas ändern? Ja, aber was ist mit der Rendite, wenn wir... Na, was halten Sie davon? Schade, dass du gehst. Aber wie? Ist große Klasse. Luis. Ich habe nicht viel Zeit. Ich muss dir einiges erklären. Sie wollen meine Kugel. Sie wollten sie von Anfang an. So ein Unsinn. Ich will dich. Was wissen Sie? Du und ich, wir beide wissen genau, dass der Tod des PR-Managers kein Mord war. Du warst bei mir. Ich war bei meinem Mann. Wladimir war auch da. Zuvor warst du bei mir. Es gibt eidesstattliche Aussagen, die das bezeugen. Ich war zu Hause und gab eine kleine Gesellschaft, von der ich mich zurückziehen musste. Du warst bei mir. Und wir haben uns geliebt. Jetzt seien Sie nicht lächerlich. Du bist Louis Lafleur, geborene de France.
Du liebst Schuhe. Du hattest als Kind ein Pferd, das nanntest du Merdi. Wolltest es aber nicht reiten, weil du dachtest, es sei Tierquälerei. Du hast vor 8 Jahren geheiratet. Und das war nach einem Jahr schon nur noch ein Nebeneinander herleben. Und dann hattest du eine Affäre mit dem Geschäftsführer von Bergkuchen, kurz nachdem sie deinen Mann gekauft hatte. Du sagtest, es sei seit deiner Hochzeit das erste Mal, dass du wieder Liebe empfinden würdest. John, Ja, ist es wirklich? Nachdem er ihr erzählte, was sie bereits wusste, ging es nun um die Fakten, die ihr noch nicht bekannt waren. Wie er die Menschen als John Grünwald für die Bergkuchen GmbH Kuchen begeisterte. Wie er bejubelt und gefeiert wurde. Manager des Jahres, Newcomer des Jahrhunderts, bester Neuzugang beim Betriebsvolleyball. Der Kuchengott. seien wir doch ehrlich, wir bewegen uns immer im Mittelfeld. Und so stieß er über das Herz von Madame Lafleur auch auf die Hintergründe der rasanten Absatzsteigerungen und entdeckte die tieferen geschäftlichen Verbindungen von Wladimir Igorewtschenkow und Daniel Lafleur. Als sie sich bewusst wurde, benutzt worden zu sein, konnte sie nicht anders, als ihrem Ärger freien Lauf zu lassen. Ja, er hatte sie Benutzt. und sich dummerweise in sie. Verliebt. Doch konnte ihre Liebe nicht von Dauer sein, denn sein Leben war aufgrund selbstverschuldeten Leichtsinns in nicht zu unterschätzender Gefahr. Ausgehend vom Ehemann, Monsieur Lafleur, dem der wiederholte Ehebruch seiner Frau, sagen wir mal, scheißegal war. Vielmehr zielte er auf das Wissen ab, das der Liebhaber in einem klärenden Gespräch offenlegte. Lafleur, sichtlich beeindruckt von der Recherche, bot an, ihn für sein Schweigen zu honorieren. Ein Honorar, welches der eingeweihte PR-Manager Alexander zu schätzen wusste. Jedoch konnte kein Honorar hoch genug sein, um das Gewissen John Grünwalds zu kaufen. Und so beschlossen sie, es für immer zu deaktivieren. Im Angesicht seines baldigen Todes, sollte er denn nichts dagegen unternehmen, inszenierte er ihn selbst. Allerdings nicht, ohne sich ein letztes Mal von seiner Geliebten zu verabschieden. Als ich die Wohnung verlassen hatte, dachte ich nicht, dass ein Abschied für immer hätte sein sollen. Das wurde ihr jedoch schlagartig bewusst, als ihr Liebesnest in Flammen aufging. Und durch einen Wink des Schicksals begann sie sich an die magischen Mauerreste der Wohnung des Geliebten zu klammern und über diese eine Verbindung zu ihm zu suchen. Ich entkam und begann ein neues Leben. In der Tat, er entkam und startete ein neues Leben, welches er sich maßschneidern ließ und sich auf Zierbambus konzentrierte. Kurz nachdem sein ehemals bester Freund, der PR-Manager, das Honorar in Alkohol investierte und selbst verschuldet und betrunken von einer Brücke fiel und ertrank. Doch seine Liebe zu Louise verblasste nie. In ewig andauernder Trauer beschloss er, sein Leben für die Liebe zu riskieren. Wie pathetisch. Und kaufte ein Ticket, bestach den Lokführer, eine Panne vorzutäuschen und arrangierte es, mit ihr gemeinsam auf diese Reise zu gehen, um sie zu fragen, ob sie mit ihm gehen wolle. Ich arrangierte es zusammen, mit dir auf dieser Reise zu sein, um dich zu fragen, ob du mit mir gehen willst. Na, was wird sie wohl antworten? Ja. Ja, wart auf mich. Ich bin gleich wieder hier. Wo bleibst du denn so lange? Du wolltest doch nachkommen. Die ersten beiden Gänge hast du schon verpasst. Ach du. Weißt du, Schatz? Ich verlasse dich. Ah. Hat dir das deine Zauberkugel gesagt? Die brauche ich nicht mehr. Seit Monaten machst du dein Leben von dieser Kugel abhängig und plötzlich benötigst du sie nicht mehr? So wie ich dich nicht mehr benötige. Hättest du es mir nach unserer Ankunft gesagt, wäre es besser gewesen. Jetzt sitzen wir hier fest und müssen immer noch das Ehepaar spielen. Wir tun doch seit Jahren nichts anderes. Du weißt, dass du bei der Scheidung komplett leer ausgehen wirst. Ich denke nicht. Dann frag doch deine Zauberkugel.
Weißt du eigentlich, was das ist? Ein Stein. Ein Überrest der Nacht, als ich den Unfall von Alexander sah. Dem PR-Manager. Du hast mich nie gefragt, warum ich dort war. Weil es mich nicht interessiert. Ich war bei John. Wir hatten eine Affäre. Wir liebten uns und ich wollte mit ihm durchbrennen. Hättest du es doch getan. Dann müssten wir jetzt nicht hier sitzen und dieses erquickende Gespräch führen. Du hast ihn umgebracht. Warum sollte ich das tun? Du musstest ihn loswerden. Er wusste, was du mit Bärkuchen treibst. Was du mit Ikarevtschenko treibst. Ich verstehe. Seit Jahren treibst du es, mit wem du willst. Ich habe mich nie eingemischt, es war mir egal. Ich habe dir einen Lebensstil finanziert, von dem andere nur träumen. Allein deine Schuhe. Wir hätten uns in jeder Stadt der Welt einen Zweitwohnsitz leisten können. Genau das schwebt mir vor. Dass du meinen Lebensstil für mein Schweigen weiter finanzierst. Du betrügst mich, du hintergehst mich, du führst ein wunderbares Leben auf meine Kosten. Wie viel willst du? Wie viel ist dir deine Freiheit wert? Rubel und 40 Kopeken. Der Preis einer Kugel. Bist du irre? Was hast du getan? Ich habe sie getötet. Sie hätte den Hals nie voll bekommen. Vergessen Sie die Anschaffungskosten nicht. Noch ein Risiko. Oh mein Gott, lassen Sie mich in Ruhe. Was haben Sie meiner Frau angetan, Sie Mörder? Das glaubt dir doch keiner. Es gibt doch immer Wege, Menschen von der Wahrheit zu überzeugen. Oh Gott, was haben Sie getan? Luis, wir hätten es fast geschafft. Oh Gott. Was war das für ein Lärm? Es hörte sich an, als ob jemand... Eventuell wäre es sinnvoller, wieder zu gehen, Erich. Sie sind mit dem Angestellten per Du? Das ist ungewöhnlich. Wegen dem Angeber wollte sie mich verlassen? Sie nehmen das mit dem, bis dass der Tod uns scheidet, sehr ernst. Das ist so üblich. So lange habe ich gewartet. Und jetzt? Jetzt bist du tot. Ach, seien Sie doch still. Nächstes Jahr hätte sie Ihnen das Gleiche angetan wie mir. Nein, niemals. Mich hat sie geliebt. Mich hat sie immer geliebt. Die ganzen 2 Stunden, die sie sich kannten. Wir kannten uns ein ganzes Leben. Ich war immer bei ihr. Im Geiste. Sie war mein Ein und Alles. Wir hatten eine Verbindung das ganze Leben hindurch. Der Stein. Was haben Sie mit dem Stein zu tun? Idioten! Der Stein war ein Teil meines Lebens. Und diesen Teil trug sie immer mit sich herum. Hätten sie ihre Frau nicht ständig mit Drogen vollgepumpt, hätte sie die Realität und Fiktion unterscheiden können. Drogen? Das war ich. Warum? Sie ging mir auf die Nerven. Das kann ich schon verstehen. Aber weiß denn hier irgendjemand, was der andere tut? Nein! Sonst wäre sie jetzt nicht tot. Sie hatte ein würdeloses Leben. Wie pathetisch. Und dann habe ich sie gefunden. Sie war einsam und allein. Und wollte nichts mehr als menschliche Nähe und Zuneigung.
Ehrlichkeit. Sie konnten es nicht haben, dass ich sie habe. Und wofür? Für Geld. Wissen Sie, nicht alles kann man im Leben kaufen. John? Aber sie sind tot! Biologie war aber auch nicht ihre Stärke. Wissen Sie, was das Schlimmste an Ihnen beiden ist? Sie sind schlampig. Sie wollen alles vertuschen, aber nichts richtig. Die Kombination Ihres Safes ist Ihr Geburtsdatum. Wie einfallslos! Ist aber auch nicht so wichtig. Sie lassen ja Ihre Unterlagen nicht im Safe. Nein, auf dem Schreibtisch liegen sie. Eigentlich gar nicht so blöd. Da muss man erst mal drauf kommen, illegale Unterlagen auf dem Schreibtisch liegen zu lassen. Und wie war das mit den Killern? Wie viele haben Sie engagiert? 2? Jeder einen? Und Sie haben beide bezahlt? Ja, jeder von denen hat sich auszahlen lassen. Weil sie so blöd sind. Wer sind Sie? Gangster in der Ausbildung? Sie schmuggeln Waffen in Kuchen! Haben Sie zu viel Donald Duck gelesen? Das funktioniert? Besser, als man es vermutet. Funktionieren Waffen eigentlich noch, wenn sie voller Kuchenteig sind? Dafür gibt es ein einfaches System. Sie müssen nur sicherstellen, Und hier? dass... Ein Haufen Zeugen? Oder macht man es wieder schlampig und engagiert ein paar Killer? Oder besticht falsche Zeugen und es wandern wieder Unschuldige in den Knast? Sie waren am Tatort, als der Bärenmord stattfand. Sie sind der Mann, der nicht erkannt wurde. Sie haben meinen Bruder gesehen. Sie müssen aussagen. Er muss freikommen. Er ist unschuldig. Wäre ich nicht gezwungen gewesen, unterzutauchen, hätte ich das schon längst erledigt. Ich habe ein Gewissen. Ich weiß, was richtig ist. Aber keine Sorge. Sobald ich mir meine Zeit frei einteilen kann, werde ich das nachholen. Sie sind ein Waschlappen. Sie würden doch alles tun, was er Ihnen sagt. Wenn sie mich umbringen, wird das Louise auch nicht zurückbringen. Einmal haben Sie mich schon umgebracht. Jetzt bin ich an der Reihe. Und was ist mit ihren Zeugen? Es wäre genauso dumm, mich zu erschießen. Das kommt ganz auf die Anzahl der Kugeln an. Vlad, alter Freund, warum tust du denn nichts? Nach dir wird kein Hahn mehr krähen. Deshalb... Es wurde notwendig. Sie haben gerade den letzten Zeugen, der meinen Bruder entlasten konnte, erschossen. Wozu habe ich Sie engagiert? Es ist klar, dass Sie so reagieren. Aber für uns gibt es noch andere Möglichkeiten. Eine der interessantesten Eigenschaften des Menschen ist die Fähigkeit, sich selbst immer im Mittelpunkt der Welt zu sehen und die damit verbundene Arroganz. Sollte man das Pech haben, nicht alleine zu sein, sondern gemeinsam mit anderen die Wahrheit neu zu definieren, so stellt dies unter den richtigen Voraussetzungen kein Problem dar. Wenn jedoch nur einer nicht dieser neuen Überzeugung wäre, so ist ein neues Problem geboren, welches sich jedoch leicht deaktivieren lässt. Stilvoll.